Hi! Wir sind Annika und Samuel und wir zeigen euch heute unsere DIY Kreativ Villa Kunterbunt Dachgeschosswohnung. Kommt mit! Wir haben eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Wir haben 66 Quadratmeter zur Verfügung plus einen kleinen Balkon. Und die Wohnung hat ursprünglich meinem Opa gehört. 1979 hat er sie gekauft. Und die ging anschließend an meine Mama über. Und ich habe zum Beispiel mein erstes Lebensjahr bereits schon mal hier in dieser Wohnung verbracht. Sie war im Prinzip eine ganz klassische Wohnung, also weiße Wände, komplett stinknormal im Prinzip. Seit einem Jahr wohnen wir wieder hier in der Wohnung und haben die entsprechend so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist unser Flur. Wir haben dann einfach ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht. Die Wände bunt gestrichen, haben diverse selbstgebaute Sachen implementiert. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir könnten was sprayen. Und dann haben wir hier angefangen, diesen Spruch zu sprayen. Und es hat uns so Spaß gemacht, dass wir dann im Wohnzimmer weitergemacht haben. Und dann haben wir angefangen zu malen, haben Acrylfarben gekauft, haben das geholt und das. Wir haben uns durch die ganze Wohnung einmal durchgeschlängelt und durchgebastelt und durchgemalt. Und wir sind auch nie fertig, also wir finden immer wieder neue Projekte. Ich habe mir früher immer gesagt, wenn ich mal groß bin, dann will ich eine Wohnung haben mit bunten Wänden. Also ich durfte mein Kinderzimmer leider nicht bunt anmalen, das wollten meine Eltern nicht so gerne. Und das heißt, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann ist es so dieses Kindheitstraum erfüllt. So, ich kann jede Wand anmalen, wie ich möchte. Hier an der Wand haben wir diverse Bilder, die in dem Fall ich gemalt habe. Annika ist in dem Wohnzimmer. Und das ist zum Beispiel ein Porträt von unserem Hund. Tinker hatte vor circa einem halben Jahr einen Tumor im Auge, den wir dann operativ entfernen mussten. Seitdem hat sie nur noch ein Auge. Das ist unser kleiner einäugiger Pirat. Aber sie hat sich gut dran gewöhnt und wir lieben sie so, wie sie ist. Tinker oder Muff. Muff deswegen, weil sie eigentlich überwiegend schläft und irgendwo auf dem Boden liegt und es eher gemütlich angehen lässt. Wie jetzt zum Beispiel. Wir befinden uns hier im Wohnzimmer und hier hatten wir natürlich die größten Flächen zur Verfügung, um alle unsere kreativen Gedanken umzusetzen und jede Wand ein bisschen anders zu gestalten. Unser Spind. Den haben wir geschenkt bekommen und entsprechend so aufgehübscht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da wir es auch sehr mit dem Elektrifizieren haben oder Beleuchten haben, haben wir auch den Spind beleuchtet. Haben wir alle möglichen Sachen verstaut, unsere Sportgeräte zum Beispiel. Wir haben uns ja beim Sport kennengelernt und ich mache Leistungssport, Kraft-3-Kampf. Und es ist bei uns ein großer Bestandteil im Leben, dass man schön fit bleibt. Ich kann 137,5 Kilo heben. Das ist ein bisschen mehr als mein doppeltes Körpergewicht. Das heißt, ich kann auch die schweren Sachen hier hochtragen, die wir von eBay Kleinanzeigen holen. Wir haben hier eines unserer Wagenräder hier in der Wohnung. Wir sind beides eBay Kleinanzeigen-Fanatiker auch ein bisschen. Und dann habe ich die tatsächlich bei einem Scheunenauflösung gefunden und auch mitnehmen dürfen. Habe dann eins weiß gestrichen, auch wieder mit LEDs versehen. Das Ganze lässt sich dann per Handy-App ansteuern und wir haben somit hier unsere Wand dekoriert. 19:05 Uhr, das ist die Zeit, in der mir Samuel das erste Mal geschrieben hat, also wo wir quasi Kontaktaufbau gemacht haben. Datum und Uhrzeiten, das ist so ein bisschen so mein Ding. Das war ursprünglich mal ein ganz herkömmliches, stinknormales Wandmöbel. Und auch das haben wir aufgewertet. Wir haben hier die Scherben drauf platziert. Wir haben es mit LEDs unten drunter bestückt, sodass es noch beleuchtet ist. Also nichts, was wir hier in dieser Wohnung haben an Mobiliar, ist noch so, wie es in seinem Ursprungszustand ist. Das finden wir auch so toll. Sachen, die irgendwie andere Leute sich vielleicht nicht in die Wohnung stellen würden oder die man eher nicht aus dem Wohnungsbereich kennt, in eine Wohnung reinzupacken. Wie zum Beispiel eine Disco-Kugel, unter der wir dann, wenn es abends dunkel ist, tanzen können. Hier in unserem Essbereich passieren gleich zwei Dinge.
Einerseits haben wir unseren alten Kaminofen, der ist noch von der Zeit aus Samus Opa mit der handgemachten Bank darunter. Und mein Opa hat sich auch in vielen Punkten und in vielen Aspekten hier in der Wohnung verewigt. Wie zum Beispiel in dieser Holzbank hier vor dem Kamin. Die hat er damals für meine Mama gebaut und da hat er auch ihre Initialien mit einfließen lassen. Wir haben im Hintergrund ein aktuelles Gemälde oder Kunstwerk, was wir erst vor kurzem gemacht haben. Die Idee stand daraus, dass wir so unseren Traum haben, von irgendwann mal ein Eigenheim besitzen mit Garten und Baum. Und Samu hat immer gesagt, er möchte da mal ein Fahrrad reinhängen. In den Baum. In den Baum, ja. Ich habe mir gedacht, wie kann man das Fahrrad jetzt schon implementieren in unsere Wohnung und wollte es aus der Wand veranlassen. Wir leben in unserem eigenen Universum und das Fahrrad steht für unsere Ideen, was da irgendwie aus dem Nichts halt rauskommt. Ja. Und das hier ist unser neuestes Projekt, unser Esstisch. Wir hatten jetzt ganz lange einen eckigen Tisch, aber irgendwie war der uns zu unruhig. Ja, diese Ecken waren so unruhig. Dann haben wir uns einen runden Tisch geholt. Der ist auch von eBay Kleinanzeigen, war davor ganz grausig braun. Dann haben wir angefangen, hier unten am Sockel schwarz-weiß zu malen. Und darauf aufbauen hat sich die Idee entwickelt, einen Schachbrettmustertisch zu machen. Und weil das normale Schachbrett ja irgendwie zu langweilig ist, haben wir dann ein verrücktes drauf gemacht. Aber das richtige Schachbrett gibt es auch noch dazu. Hier steht der Spruch, wer es nicht versteht, versteht es nicht. Für mich ist es sinnbildlich so ein bisschen, leb deine eigene Kreativität aus, mach das, was du cool findest, was du schön findest, ganz für dich alleine. Es muss nicht jeder schön finden und es muss auch nicht jeder verstehen. Was man vielleicht auch nicht verstehen könnte, ist, dass unser Musikinstrument an der Decke hängt. Wir haben dieses Keyboard gehabt und wir wollten es auch irgendwo an eine Wand hängen und wir hatten einfach keine freie Wand mehr, wo so viel Platz war. Ja. Mittlerweile spielen wir auch nicht mehr oft drauf, weil es eben oben hängt, aber das ist auch gar nicht schlimm. So haben wir unser kleine Musikhimmel selber geschaffen. Das war unser Essbereich. Und jetzt geht's weiter auf den Balkon. Hier auf dem Balkon haben wir auch ein oder andere Kleinigkeiten umgesetzt, wie zum Beispiel unsere kleinen Pilzchen. Aber im Großen und Ganzen war uns einfach wichtig, hier auf dem Balkon eine schöne Erhol- und Wohlfühlzone zu schaffen. In erster Linie genießen wir den schönen Ausblick auf unsere Stadt, auf Lörrach. Wir befinden uns hier im Dreiländereck, das heißt, wir haben hier Deutschland, da die Schweiz und hinter uns Frankreich. Als nächstes zeigen wir euch die Küche. Das ist eine ganz normale Einbauküche, so wie es in einer Mietwohnung halt auch ist. Kann man hier nicht allzu viel gestalten. Die Wände sind auch schwierig zum Bemalen, weil das so Rauputz ist. Aber dafür haben wir die Decke versucht ein bisschen zu gestalten und haben dann den Naturaspekt reingebracht, haben Lianen aufgehängt und abends mit den Lichterketten sieht es auch sehr schön aus. Wir haben ein kleines Suchspiel gebaut. Wir haben nämlich 10 Vögel hier drin versteckt und die findet man, wenn man ganz genau guckt, überall. Aber wie in jedem Raum muss es natürlich auch in der Küche mindestens ein selbstgebautes Möbel geben. Das ist unser kleiner Küchenfrühstückstisch mit den beiden Barhockern dran. Den habe ich komplett selber gebaut, die Holzbretter zugesägt, verschraubt. Und die Bauhocker sind auch von Kleinanzeigen. Die sahen mal ursprünglich ganz anders und wüst aus. Die habe ich abgeschliffen, weiß lackiert, neu aufgehübscht und zusammen bilden sie jetzt unsere Kücheneinrichtung. Das war unsere Küche und jetzt geht's weiter ins Schlafzimmer. Hier haben wir auch ein paar kleine Do-it-yourself-Projekte umgesetzt. Wir haben ein paar Möbel neu gemacht und ein paar Wände besprüht. Wie könnte es anders sein? Das erste Projekt, was wir haben, ist unsere Memory Wall. Hier haben wir Platz für unsere Erlebnisse, Erinnerungen, wir haben Fotos und die haben immer wieder einen schönen Erinnerungsfaktor.
Also grundlegend haben wir die Wand einfach schwarz gestrichen. Dann haben wir dieses Wappen gesprüht mit diesem Banner unten, du und ich. Und dann haben wir diese Aufhänger gebastelt. Das sind Einmachgläser und so kleine Clipsen. Und da kann man Fotos dranhängen. Das hier ist eine ganz besondere Erinnerung für uns. Das ist aus unserem Urlaub in Israel und das sind Steine aus Masada. Wir wollten diese Wand hier rot streichen und dann wurde uns gesagt, rot im Schlafzimmer, das macht man nicht, das macht unruhigen Schlaf, das regt auf den Geist. Aber ich glaube, wir schlafen besser, wenn wir uns alles so gestaltet haben, wie wir das wollten. Absolut, ja. Also wir zwei hören abends lieben gerne Hörspiele zum Einschlafen. Und dann war das immer so die Frage, wo legen wir das Handy hin, wenn wir die Hörspiele abspielen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, warum bauen wir nicht einfach Lautsprecher in unser Bett ein? Und dann habe ich am nächsten Tag Bluetooth-Lautsprecher in unser Bett eingebaut. Und jetzt kann jeder Stereo auf seiner Seite das Hörspiel abends hören. Und zum Schluss zeige ich euch noch kurz das Bad. Das ist unser süßes kleines Badezimmer. Wir haben hier einen Waschtisch, den hat Samuel selber gebaut, mit einer Holzplatte, mit diesem Waschbecken oben drauf gesetzt. Es muss auch nichts Teures, Vorgefertigtes sein, sondern das kann man auch mit ein bisschen Geschick und YouTube-Anleitungen auch zum Beispiel selber bauen. Vieles von dem, was ihr jetzt hier gesehen habt, kann natürlich hier oben direkt in der Wohnung entstehen, aber manches möchte man vielleicht auch nicht hier oben in der Wohnung machen, wie Sägen, Flexen oder sonstige Arbeiten. Und deshalb zeigen wir euch jetzt mal unsere Werkstatt. Komm jetzt. Okay, also Werkstatt war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber tatsächlich haben wir alles hier, was wir brauchen, um sämtliche Materialien zu bearbeiten, sei es Metall, Holz, Elektrik. Hier haben wir noch unsere Wandfarbe aus dem Flur, Wagenräder, alles Mögliche, was wir irgendwann mal noch verbauen können. Ja, künftige Projekte. Die lagern so lange hier unten, bis wir die passende Idee dazu haben und sie zur Umsetzung kommt. Wir können auch nur jeden ermutigen, die Dinge zu machen, die er möchte oder auf die er Lust hat, die einem Freude bereiten. Was wir immer so wieder als Motto haben, ist von Pippi Langstrumpf abgekupfert, die Villa Kunterbunt und mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Das war die Roomtour durch unsere Kreativ-DIY Villa Kunterbunt Wohnung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal oder schaut euch diese Videos hier an. Und wenn ihr selber euer Zuhause vorstellen möchtet, dann bewerbt euch doch gerne bei der Redaktion direkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.